So, nach den ganzen kürzeren Shorts zum Adventskalender jetzt mal wieder ein bisschen längeres Video zu den spezifischen Krebsmutationen. Heute beschäftigen wir uns mit ALK, der anaplastischen Lymphoma-Kinase, einfach weil... Mein Name ist Matthias Schäffler und ich bin Onkologe mit dem Schwerpunkt zielgerichtete Therapie von Krebs. Da fällt mir kein besseres Bild ein als die startende Rakete, die wirklich gen Himmel geht, deswegen auch im Titel The Sky is the Limit. Die Fortschritte, die es bei ALK-fusionierten Lungenkrebs vor allen Dingen in den letzten Jahren gegeben hat, sind wirklich spektakulär und wirklich fantastisch. Gucken wir uns aber nochmal in der Zelle um. Wir sind natürlich wieder bei den Rezeptor-Tyrosinkinasen, also analog EGFR, analog HER2. Um das ein bisschen genauer zu sehen, wir haben einen Rezeptor, eben dieses ALK-Protein, was außerhalb der Zelle Signale aufnimmt, im Normalfall dann durch die Zellmembran an die Kinase weiterleitet. Die Kinase sorgt dann letztlich dafür, dass die darauf folgenden Signalübertragungen stattfinden können. Soweit so physiologisch. Bei den Fusionen ist es allerdings so, dass wir ganz klar das ALK-Gen haben mit seinem Kinaseanteil und wir haben erstmal pauschal gesagt ein anderes Gen. Und aus welchen Gründen auch immer kann es hier zu Brüchen kommen. Und nach den Brüchen kann es passieren, dass die falsch wieder zusammengesetzt werden. Dass nicht das ALK-Gen in seiner Ganzheit zusammengepappt wird und an das andere Gen, so wie es vorher war, sondern dass sich die Bruchstücke sozusagen austauschen und wir letztlich ein Fusionsgen haben. Wenn Sie sich das jetzt genau anschauen, sehen Sie, dass die Kinase ja unabhängig wird von dem restlichen Protein, weil da einfach gar nicht restliches Protein kodiert wird. Das heißt, die Kinase wird unabhängig von dem, was vorgeschaltet ist. Dem aber noch nicht genug. Wir haben ja gesagt, bei Krebs oder generell bei den Rezeptor-Tyrosinkinasen, die Eigenschaft, die es aktiviert, ist ja die Dimerisierung. Also wir brauchen in irgendeiner Form zwei solcher Kinasen, die untereinander interagieren. Dann haben wir letztlich die Aktivierung der Signalübertragung innerhalb der Zelle und das haben wir an mehreren Stellen in diesem Kanal schon gesagt. Das ist das Korrelat von Krebs. Gucken wir uns jetzt aber nochmal spezifisch die ALK-Fusionen an. Wir haben halt den ALK-Anteil mit der Kinase und hier ist es ganz wichtig im Hinterkopf zu haben, dass die Kinase in Anführungszeichen normal ist. Also es ist keine Veränderung, keine strukturelle Veränderung der Kinase. Es ist die gleiche Kinase, die auch im nicht fusionierten Protein vorliegt. Das ist wichtig, wenn wir an die Inhibierung denken wollen. Als Fusionspartner möchte ich in diesem Video in erster Linie auf EML4 eingehen. Das hat auch einen kryptischen Namen, brauchen Sie natürlich nicht im Detail zu kennen. EML4 ist aber zumindest beim Lungenkrebs, kommen wir gleich bei den verschiedenen Entitäten zu, der häufigste Fusionspartner. Und zum EML4 muss oder kann man wissen, dass das halt auch noch ein Element hat, das sogenannte TAPE-Element. Auch hier ist es wieder beeindruckend, wie kreativ die Genetiker sind. TAPE steht für Tandem Atypical Propeller Element, was auch immer das sein soll. Aber es ist halt ein genetisches Element, was bei EML4 im Normalfall halt vorliegt und ein anderes Element, was in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen hat, außerdem dafür da ist oder dafür sorgt, dass es vermehrt zur Dimerisierung kommen kann. Also hier haben wir wirklich die Treiberkomponente, die onkogene Komponente von dieser Fusion, nicht nur durch die Loslösung der Kinase von ihrer Kontrolle, sondern auch durch eine forcierte Dimerisierung. Und der Einfachheit halber möchte ich Ihnen jetzt erzählen, dass das, was ALK angeht, relativ einfach ist, dass da nämlich quasi immer der gleiche Bruchpunkt vorliegt. Demgegenüber kann das EML4 an verschiedenen Stellen brechen. Es kann mal einen längeren Anteil haben, inklusive Tape, es kann aber auch mal gar kein Tape an sich haben und so weiter. Kann natürlich auch andere Fusionspartner haben, aber darauf möchte ich in diesem Video jetzt nicht eingehen. Wir sprechen in diesen Fällen von den sogenannten Varianten. Es gibt unzählige ALK-Varianten, die 15, 16, 17, glaube ich, schon beschrieben sind. Wir gucken uns in erster Linie die häufigsten an und man sieht, dass 90% aller Varianten die Varianten 1 bis 3 betreffen. Das heißt, die werden in der Regel
beobachtet oder die guckt man sich in der Regel an, wenn man Inhibitoren testet. Gucken wir uns die Nukleotidmutationen an und da bietet ALK verhältnismäßig wenig. Sie sehen hier aus OncoKB relativ kleine Zahlen, n = 7, n = 1, also ganz selten beschriebene Mutationen, zwar auch in der Kinase-Domäne, die potenziell auch aktivierend sein könnten, aber hier nochmal im Hinterkopf, das wird ja die Kinase in irgendeiner Form strukturell verändern. Das haben wir bei den Fusionen eben nicht. Man kann hier, und das ist in diesem Video ganz wichtig, wirklich sagen, dass bei ALK die Fusionen die größere Rolle spielen als die Nukleotidmutationen. Und auf die Nukleotidmutationen gehen wir jetzt erstmal gar nicht so sehr drauf ein. Die kommen gleich aber noch mit Karacho um die Ecke. Das hier ist eine eigene Arbeit, die wir vor ein paar Jahren gemacht haben, wo wir bei ALK geguckt haben, welche Begleitmutationen kommen denn vor oder kommen überhaupt Begleitmutationen vor. Und da sehen Sie, dass die häufigste, mit Abstand häufigste Begleitmutation TP53-Mutationen sind. Das sind nur in Anführungszeichen 24%, heißt aber im Umkehrschluss auch, dass jede vierte ALK-Patientin auch eine TP53-Mutation hat. Also das ist schon ein ordentliches Wort und wir kommen gleich bei der Therapie auch noch darauf zu sprechen, welche Konsequenzen das denn hat. ALK-Fusionen sind wirklich was für Lungenkrebs, für Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC und da in erster Linie bei Patientinnen, die nie geraucht haben, also Nichtraucher, Nieraucher sind. Das ist erstmal gar nicht so super häufig, also es ist eher im Gegenteil, es ist relativ selten, 2-4% geistert so durch die Literatur, aber wir haben hier natürlich einen Effekt, dass dadurch, dass diese Patientinnen so gut therapierbar sind, wir natürlich über den Zeitraum viel, viel mehr ALK-Patienten behandeln, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Was ich Ihnen auch eingezeichnet hatte, ist IMF, das ist der inflammatorische myofibroblastische Tumor, ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung, also doch deutlich seltener als die 2-4% der Lungenkrebspatienten, die ja in der Summe gar nicht so wenig sind. Und dem IMF ist ähnlich wie den Patientinnen mit Lungenkrebs auch gemeint. Meine erste EML für ALK-Patientin, die wir im Rahmen einer klinischen Studie therapiert haben, war 23, nur damit Sie die Größenordnung mal gehört haben. Natürlich sehen Sie unten auch noch Lymphome in Klammern. Das ist ja klar, wenn wir sagen, das ist die Anaplastic Lymphoma Kinase, muss es ja irgendwas mit Lymphomen zu tun haben und ist auch dort erst beschrieben worden und zuerst dort gefunden worden. Allerdings muss man sagen, dass bei Lymphomen andere Fusionen vorliegen, eben nicht die EML4-Fusion, die zur Dimerisierung führen kann. Es gibt, und das ist super aktuell, das ist glaube ich im Dezember oder im November publiziert worden, erste Versuche, auch Patientinnen mit Lymphom und ALK-Aberrationen, Fusionen oder verschiedenen Duplikationen oder so therapeutisch anzugehen. Erste Ergebnisse sind durchaus ermunternd und aufbauend, aber wir konzentrieren uns hier auf EML4-ALK beim NSCLC. Für die Frage, woher das kommt, habe ich mir 2 Antwortmöglichkeiten überlegt. Erstens, um das Video relativ kurz zu halten und nicht ausufern zu lassen, keine Ahnung, weiß man nicht. Es wird aktuell aber ohne Ende diskutiert, wie Lungenkrebs bei Nierrauchern entstehen kann. Stichwort Radioaktivität, Stichwort Radonbestrahlung, Stichwort Feinstaub. Da werde ich ein getrenntes Video zu machen, wo wir alle diese Aspekte genau durchgehen, um zu gucken, was man davon halten kann oder wie ernst zu nehmen solche Ansätze sind. Okay, Königsdisziplin, wie therapiert man das jetzt? Und da möchte ich Sie einmal noch ganz kurz erinnern an so ein paar Grundlagen der Statistik, die wir haben, weil es ist halt verlockend, dass wenn wir über Lebenszeiten nennen oder Ansprechraten nennen, dass wir daraus eine Schlussfolgerung für die Allgemeinheit haben. Nehmen wir an, Sie haben Sie sind eine dreiköpfige Familie und jeder jedes Familienmitglied besitzt 1.000 Euro. Und jetzt sollen Sie sagen, wie viel jedes Familienmitglied im Durchschnitt besitzt. Und das ist natürlich erstmal gar nicht so schwer. 3 mal 1.000 durch 3 Mitglieder sind im Mittelwert 1.000. Sie können auch sagen, Sie ordnen die unterschiedlichen Aufsteigen, das ist in dem Fall auch relativ einfach, 1.000, 1.000, 1.000 und gucken dann, wo genauso viele links, also weniger und genauso viele mehr haben und kommen so auf den Median, der ist auch 1.000. Wenn jetzt aber die reiche Tante aus Marokko kommt und 13.000 Euro mitbringt und die Frage erneut gestellt wird, wie viel hat denn jetzt im Durchschnitt jeder in der Familie, dann würden Sie auf einen Mittelwert von 4.000 Euro kommen. In der Summe sind das 16.000, durch 4 Familienangehörige sind 4.000. Und jetzt kommt das Problem. Sie können natürlich behaupten, okay, im Durchschnitt hat jedes Familienmitglied 4.000 Euro.
ist aber natürlich massivst überschätzt für 3/4 der Familie und massivst unterschätzt für die eine arme Dame aus Marokko. Sprich, hier haben wir das Problem, dass der Mittelwert leider viel zu viel Wert auf den Ausreißer, auf die 13.000 Euro legt und man keine Rückschlüsse ziehen kann. Auch hier kann man natürlich den Median bilden. Das wäre so, ich ordne die auch wieder aufsteigend, habe 1.000, 1.000, 1.000 und 13.000 und gucke dann, wo genauso viele links wie rechts sind. Wenn man gerade Zahlen hat, muss man dann davon, ich will es aber auch nicht verkomplizieren, nochmal den Mittelwert bilden. Aber im Median sind wir auch bei 1.000. Das heißt, mit dem Median treffen Sie immerhin bei 3 von 4 Familienangehörigen das Vermögen. Aus diesem Grund gucken wir uns in der Medizin oder in der Onkologie hauptsächlich den Mittelwert. Für Sie als Patient oder für Patienten und Angehörige ist es allerdings problematisch, weil der Median Ihnen nicht sagt, ob Sie links oder rechts vom Median landen, persönlich, und auch nicht, wie weit Sie links oder rechts von dem Median landen. Der Median ist wirklich nur in Anführungszeichen für uns ein Zahlenwert, der eine Vergleichbarkeit gibt. Also wo ich sagen kann, okay, der ist bei der einen Therapie besser als bei der anderen Therapie. Das nur so viel, weil wir uns jetzt Mediane angucken. Dazu habe ich Ihnen das aufgemalt. Das sieht auch wieder schlimm aus. Es ist aber auf der X-Achse sind die Medianen Überleben in Jahren, so mutig war ich mal. Und auf der Y-Achse sind verschiedene Jahreszeiten. Darunter sehen Sie ganz, ganz viele Arbeiten zitiert. Das sind bis auf die letzte Arbeit, Pellet et al., alles eigene Arbeiten oder Arbeiten, an denen wir teilgenommen haben. Das heißt, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist keine reine Literaturrecherche oder Reproduktion von publizierten Daten, sondern das sind wirklich Daten, wo unsere Patientinnen mit eingeflossen sind, beziehungsweise was wir wirklich erlebt haben bei der Therapie von ALK. Und das geht erstmal natürlich mit der Chemotherapie los. Natürlich ist bei der Chemotherapie in diesen Zeiträumen relativ wenig zu holen therapeutisch. Nichtsdestotrotz einzig verfügbare Therapie, so an das eine Jahr im Median kommt man mit der Chemotherapie ran. Dann kam Erstgenerations ALK-Inhibitor, das Crizotinib. Und hier sehen Sie nicht weniger als eine lockere Verdopplung der Gesamtüberlebenszeit. Hier ist allerdings wichtig, dass das nicht Versus ist, also nicht grau versus grün, sondern grün beinhaltet auch immer ein bisschen grau. Das sind immer Sequenzen unter Ausreizung aller zur Verfügung stehenden Therapien. Ganz wichtig. Beim Crizotinib, auch relativ typisch, hatte man nun, sagen wir mal, einen Lungenkrebs, einen großen Tumor in der Lunge. Und dann hatte man eigentlich 2 verschiedene Arten, wie es zu einem Progress kommen konnte. Das eine ist, der initiale Tumor wird kleiner, also spricht wunderbar an, aber es lassen sich Hirnmetastasen nachweisen. Demgegenüber haben wir dann aber auch den Fall, dass der Primärtumor gar nicht anspricht, dass man gar kein Ansprechen hat oder dass der Tumor nach einem initialen Ansprechen wieder anfängt zu wachsen. Im linken Fall sprechen wir von der pharmakokinetischen Resistenz, weil die wirklich nur dem Umstand geschuldet ist, dass das Crizotinib nicht die Blut-Hirn-Schranke überwindet, keine sogenannte Liquorgängigkeit aufweist, während wir rechts die genetische Resistenz, könnte man auch pharmakodynamische Resistenz nennen, so bezeichnet haben, weil wir hier schon verschiedene Mutationen feststellen können, die zu einer Resistenz führen. Die pharmakokinetische Resistenz aber als Hauptresistenz unter Crizotinib und entsprechend wurde im weiteren Verlauf Wert darauf gelegt, dass die neuen Zweitgenerationsinhibitoren alle die Blut-Hirn-Schranke verlässlich überwinden. Das heißt einmal, dass Hirnmetastasen, die unter Crizotinib entstehen, auch ansprechen unter der Therapie, zum anderen aber auch natürlich einen gewissen protektiven Effekt, dass gar nicht erst Hirnmetastasen entstehen unter der jeweiligen Therapie. Und Sie sehen auch hier wieder ein deutlicher Zugewinn des Gesamtüberlebens im Median. Das heißt, die pharmakokinetische Resistenz war relativ schnell, schon in der 2. Generation mehr oder weniger überwunden. Die genetische Resistenz demgegenüber jetzt vor allen Dingen von Relevanz. Und jetzt muss ich Sie ein bisschen ärgern, wieder mit wissenschaftlichen Auszügen. Was Sie hier sehen, sieht viel schlimmer aus, als es eigentlich ist. Sie sehen links, also in den einzelnen Zeilen, verschiedene EML4-ALK-Mutationen. Das sind Mutationen, die man in der Petrischale gezüchtet hat, die teilweise gar nicht im Lebenden beobachtet werden oder gar nicht bei Patienten detektiert wurden. Und in den verschiedenen Spalten sehen Sie die verschiedenen Inhibitoren. Und da drin, in den einzelnen Feldern, sehen Sie Zahlenwerte. Da möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Ist wichtig zu wissen, umso kleiner diese Zahlenwerte sind, umso wirksamer ist diese Substanz bei der jeweiligen Mutation.
Und die Kollegen waren so nett, das dann auch optisch nochmal so aufzubereiten, dass sie dem Ganzen eine Ampelfarbgebung verpasst haben. Also alles in grün ist erstmal gut, das heißt, das Mittel wirkt bei dieser Mutation, alles in rot ist eher schlecht. Und einen ersten Augenmerk würde ich Sie bitten, mal hier drauf zu wenden. Hier sehen Sie 3 verschiedene EML4-ALK-Mutationen, I1171 und dann N, S oder T, und gucken Sie dann mal in die Alectinib-Spalte. Sie sehen, dass das schon enorm unterschiedlich ist, wie gut das Mittel bei den verschiedenen Mutationen wirkt. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal, wir werden ja manchmal so ein bisschen als nerdig oder komisch bezeichnet, wenn wir sehr genau wissen wollen, welche Mutationen wir haben oder um welche Mutationen es sich handelt. Das ist keine akademische Verschränktheit oder so oder ein Tick oder so, sondern es hat wirklich therapeutische Konsequenzen zu wissen, welche Mutation man im Detail hat. Und dann wird diese Arbeit noch präsentiert. Hier sehen Sie unterschiedliche Resistenzmutationen in Abhängigkeit von der Vortherapie. Unter A, das sind die Patienten, die mit Crizotinib vorbehandelt sind. Und unter B, das sind Patienten, die mit Zweitgenerationsinhibitoren behandelt worden sind. Und Sie sehen oben unter A, dass da so ein grünes Tortenstück vor allen Dingen dominiert, die G1269A. Wenn wir uns die in der Tabelle angucken, sehen Sie, dass das so intermediär resistent per se gegen Crizotinib macht, dass alle anderen Inhibitoren hier aber grün sind. Kann ich ja sagen, dann fange ich doch erst mit Crizotinib an und therapiere dann im Progress mit den neueren Substanzen. Hier muss man natürlich im Hinterkopf halten, dass die Hirnmetastasen immer noch vorhanden sein können. Unter Vorbehandlung mit Zweitgenerations-TKIs sehen Sie eine andere Mutation, die G1202R oder G1202-Deletion. Die haben wir auch in der Tabelle hier. Hier sehen Sie, dass das Lorlatinib eigentlich das einzig wirksame Medikament ist. Und entsprechend ist das Lorlatinib in erster Linie gekommen, um diese genetischen Resistenzen zu durchbrechen. Und Sie sehen auch, durch das Lorlatinib kommt nochmal ordentlich was drauf, dass wir jetzt im Bereich von vielen Jahren sind. Das sind hypothetische Schätzungen, die auch noch nicht weitergehen, weil alle prospektiven Studien zu Lorlatinib, zu Alectinib, zu Brigatinib und haben das mediane Gesamtüberleben noch gar nicht erreicht. Und das ist sensationell, weil das im Umkehrschluss ja heißt, dass die Patienten sehr lange davon profitieren und offenkundig auch hauptsächlich von den Sequenzen so besonders profitieren. Was ist das aber jetzt konkret? Die wichtigste Frage oder schwierigste Frage, und die wird auch unter Lungenkrebsspezialisten heftigst diskutiert. Wir haben also 3 potenziell gute Generationen an spezifischen Inhibitoren. Und als allererstes kann man sich natürlich das progressionsfreie Überleben im Median angucken. Und da muss man sagen, da sind wir beim Crizotinib so bei 7-8 Monaten, bei den Zweitgenerationsinhibitoren schon bei über 30 Monaten, deswegen hier 5 Sterne. Und Drittgeneration ist noch gar nicht erreicht, das mediane PFS, das mediane progressionsfreie Überleben, läuft aber wahrscheinlich irgendwas jenseits der 40 Monate hinaus. Ich habe mal einen 6. Stern dazugepackt. Gehirn soll einmal Protektion heißen, also dass unter einer laufenden Therapie keine neuen Hirnmetastasen entstehen, und zum anderen natürlich auch die Wirksamkeit bei vorbestehenden Hirnmetastasen, wie gut die Mittel da so wirken. Da hatte ich gesagt, ist das eine Schwäche vom Crizotinib, eine bekannte Schwäche. Das ist deutlich besser geworden bei den Nächstgenerationsinhibitoren und nochmal eine Ecke stärker geworden beim Drittgenerationsinhibitor Lorlatinib. Wir kommen aber gleich dazu, dass das auch Fluch und Segen gleichzeitig darstellen kann, dass das nicht nur gut ist oder nicht nur toll ist, dass man die Blut-Hirn-Schranke derart potent überwindet. Kommen wir nochmal zu den Varianten zurück. Ich hatte Ihnen ja gesagt, die spielen auch eine Rolle. Ich habe Ihnen Variante 1, 2, 3, die häufigsten Varianten mal aufgezeichnet. Und was auffällt ist, dass die Variante 3 eine besonders kurze Variante ist, dass sie überhaupt kein Tape mit hat. Und das ist schon therapeutisch relevant, weil wir davon ausgehen, dass diese kurze Variante ohne diesen Tandem-Propeller einfach stabiler gegen Inhibition ist. Das heißt, dass die Medikamente da nicht so gut wirken. Und was sonst noch relativ spannend bezüglich der Varianten ist, ist eine der frühen Arbeiten zum Thema ALK-Resistenzen auch sehen, dass in diesem Fall die Patienten mit der 3er-Variante deutlich mehr Resistenzmutationen aufweisen und vor allen Dingen auch die G1202R-Mutation häufiger aufweisen, wenn Variante 3 vorliegt. Und das ist natürlich nochmal ein spezieller Aspekt, wenn man an mögliche Sequenzen denkt, kommen wir aber gleich auch noch zu. Also Variante 3 in der ersten Inhibitorengeneration eindeutig mit schlechterem Outcome verbunden, auch signifikant schlechter in retrospektiven Analysen. Ich habe ein bisschen schweren Herzens hier bei der Variante 3 für Zweit- und Drittgenerations Inhibitoren 4 Sterne vergeben. Warum schweren Herzens?
Es ist prospektiv erhoben worden. Das sticht natürlich immer die retrospektiven Analysen. Und da muss man sagen, es gibt keine signifikanten Unterschiede zwischen Variante 1 und Variante 3, was das Ansprechen oder das progressionsfreie Überleben angeht. Allerdings sind die absoluten Zahlen schon unterschiedlich und die Studien natürlich überhaupt nicht darauf, in Anführungszeichen, gepowert, also statistisch vorbereitet, prospektive Unterschiede zu detektieren. Kommen wir nochmal zu unserem eigenen Paper von 2018 zurück. TP53 23,8%, also häufigste Begleitmutation. Und dann haben wir auch das damals dargestellt, dass das progressionsfreie Überleben massiv drunter leidet, zumindest beim Crizotinib, wenn eine TP53-Mutation vorliegt. Das gleiche gilt auch für die Ansprechrate, das gleiche gilt auch für das Gesamtüberleben. Deswegen hier nochmal aufgelistet, also bei der Erstgeneration 1 Stern ist, denke ich, vertretbar. Bei der Zweitgeneration gibt es unterschiedlich reportierte Daten. Es gibt welche, die zeigen, dass es zwar besser als die Erstgenerationsinhibitoren sind, aber dass es insgesamt trotzdem schlechter läuft, wenn eine TP53-Mutation vorliegt. Auch hier haben wir wieder das Problem mit retrospektiv und prospektiv. Hier haben wir sogar das Problem, dass es einen Unterschied macht, ob man das an einer Liquid-Biopsie, machen wir auch noch ein Video zu, oder an einer Tumorbiopsie bestimmt. Das gilt übrigens auch für die verschiedenen Varianten. Also alles relativ tricky. Wenn man das so sieht, könnte man ja jetzt sagen, ja gut, nämlich dritte Generation, eindeutig das Beste, in allen Painpoints wirklich den anderen nochmal überlegen und richtig, richtig gut wirksam. Aber wir haben zwei Abers in diesem Bereich, die ich mal gerne gegeneinander führen würde. Das erste Aber ist eigentlich ein akademisches oder ein Behandler-Aber. Wir diskutieren seit Ewigkeiten in der Krebstherapie den Grundsatz Best First, also wirklich das potenteste Mittel ganz am Anfang. Hintergrund ist die Überlegung, dass man womöglich einen Patienten die gute Therapie vorenthält, weil er ja auch theoretisch versterben kann unter der Therapie. Oder sagt man, okay, wir gehen davon aus, dass es dem Patienten unter der Therapie auch im Progress gar nicht so schlecht geht. Ergo machen wir eine Sequenz. Und bei den Sequenzen habe ich jetzt auch mal ein bisschen reißerisch dieses Bild hier genommen. Sie würden ja bei einer Staffel, die möglichst schnell hinten ankommen soll oder möglichst erfolgreich sein soll, kaum ihren stärksten Läufer oder ihre stärkste Läuferin ganz nach vorne setzen, sondern würden ja eher gucken, wie man das so taktieren kann, dass hinten raus der Beste oder die Beste läuft. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, wie viel Prozent der Patienten bekommen denn noch eine Therapie? Und das ist bei den Erstgenerations vorbehandelten Patienten wirklich 90%. Das ist bei Zweitgenerations-Tyrosinkinase-Inhibitoren vorbehandelten Patienten um die 60%. Und bei den Drittgenerationsinhibitoren, das sind ganz frische Daten, sind es auch so um die 60%. Da habe ich aber 3 Fragezeichen hinter gemacht, weil womit denn diese 60% behandelt werden, ist ja nicht ganz klar. Wenn ich bei Erstgeneration 90% habe, gehe ich natürlich davon aus, dass diese Patienten dann Zweit- oder Drittgenerationsinhibitoren bekommen können. Bei den 60% der Zweitgenerationsinhibitoren würde ich ja davon ausgehen, dass diese 60% dann einen Drittgenerationsinhibitor bekommen haben. Bei den 60%, die einen Drittgenerationsinhibitor bekommen haben, fällt es schwer, sich vorzustellen, was die denn dann im Nachgang noch an zielgerichteter Therapie bekommen haben. Das zweite Aber ist kein Behandler-Aber, sondern ist ein Patienten-Aber und hat mit der Verträglichkeit zu tun. Und dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Sie sehen am nächsten Slide gleich ein Slide mit verschiedensten Begriffen. Das sind alles Nebenwirkungen, die in den verschiedenen Studien mit den Tyrosinkinase-Inhibitoren vorkamen. Ich habe die alle in der gleichen Schriftgröße, unabhängig der Häufigkeit, wie sie auftraten, einfach mal knallhart nebeneinander gestellt. Ich würde Sie bitten, gleich kurz auf Pause zu drücken, sich die Liste einmal komplett anzugucken und sich dann überlegen, als Patient, welche Nebenwirkungen würden Sie denn vielleicht tolerieren können oder wollen und bei welchen würden Sie sagen, auf gar keinen Fall, möchte ich nicht haben. Also gerne Pause drücken. Was Ihnen vielleicht aufgefallen ist, da haben sich ein paar Nebenwirkungen reingeschummelt, die es mit der Hirnfunktion oder mit dem zentralen Nervensystem zu tun haben. Da waren Sachen wie kognitive Verschlechterung, Polyneuropathie und. Das ist natürlich einmal der überragenden Leak-Vorgängigkeit der neueren Generationsinhibitoren geschuldet, aber zum anderen auch, weil die Inhibitoren nicht zu 100% sauber im pharmakologischen Sinne sind. Sauber heißt, sie haben nicht nur mutiertes ALK als mögliches Target, sie haben auch zum Beispiel ROS1, machen wir auch bald ein Video zu, oder MET als Target und sie haben unter anderem auch NTRK als Target. Und NTRK in seinen verschiedenen Ausführungen, es gibt NTRK 1 bis 3 relevant,
Das ist schon eine Sache, die vornehmlich im Gehirn für die Nebenwirkungen oder im zentralen Nervensystem für die Nebenwirkungen verantwortlich gemacht wird. Bekanntes Bild. Wir haben auch hier bald die Viertgenerations-Tyrosinkinase-Inhibitoren, ähnlich wie bei EGFR. Auch das gleiche Bild wie von EGFR, was ich hier verwendet habe. Und was diese neuen Inhibitoren versprechen, ist zum einen keine Nebenwirkungen mehr im Off-Target-Bereich, also keine Nebenwirkungen mehr durch MET-Inhibierung, das ist meistens so Flüssigkeitsansammlungen, die sich daraus ergeben, keine Nebenwirkungen im N-Track-Bereich, das sind wie gesagt die peripher- oder zentrale Nervensystem-Nebenwirkungen, das ist alles vorausgesetzt oder das wird zumindest postuliert, nicht mehr in der nächsten Generation an Inhibitoren zu sehen sein. Außerdem visieren die neuen Inhibitoren natürlich auch die üblichen schlechten Punkte an. Wir hatten gesehen, G1202R ausnahmslos durch Lorlatinib zu inhibieren, wobei das jetzt auch nicht gezeigt wurde. Auch dort ändert sich die IC50, also die Wirksamkeit, deutlich, wenn diese Mutation vorliegt, im Verhältnis zum Nicht-Vorliegen der Mutation. Die Variante 3 bleibt natürlich ein Thema und soll jetzt durch die neuen Inhibitoren besser in den Griff zu bekommen sein. Und das gleiche gilt natürlich auch für TP53-Co-Mutation. Auch spannend, weil relativ aktuell, diese Studie hat gerade eben begonnen, also im letzten Halbjahr 2022, eine Vakzinstudie, eine Impfstudie. Wenn man davon ausgeht, dass ALK relativ klarer einzelner Treiber ist, der womöglich was am Immunsystem oder dem Immunsystem präsentiert, was man womöglich ausnutzen kann, dann ist hier natürlich eine Impfe richtig spannend. Ist allerdings, wie gesagt, in den allerersten Schritten, da sind wir wirklich gespannt, was in 2, 3, 4 Jahren vielleicht an Wirkung berichtet wird.